Wenn man eine neue Kamera hat, möchte man sich in der Regel nicht lange mit irgendwelchen Einstellungen beschäftigen und schauen, ob die Kamera genau das macht bzw. liefert, was man möchte. Eigentlich möchte man doch sofort los und das neue Gerät testen. Das Gerät natürlich. Das Ganze geht mit der Fuji X106 zwar auch, aber für mich gibt es doch ein paar Dinge, die ich an allen neuen Fujis ändere. Als allererstes geht es in die Benutzereinstellung zur Formatierung der SD-Karte und ist in wenigen Schritten erledigt. Das Ganze funktioniert aber auch über Tastenbefehle, ohne dass man ins Menü muss. Dazu hält man die Delete-Taste sowie das hintere Einstellrad gedrückt und damit wäre die SD-Karte dann schon mal ready. Als nächstes geht es in die Toneinstellung, wo ich zumindest bei der X106 alle Sounds ausschalte bzw. deaktiviere. Alle außer den Sound für den Selbstauslöser. Zum einen, weil die Sounds der X106 einfach scheußlich sind und wer will schon irgendwo stehen und der Autofokus macht jedes Mal Beep, 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 wenn er scharf stellt. Um wenigstens etwas Energie zu sparen, geht's als nächstes in die Display-Einstellung, wo ich die Helligkeit des LCDs um -1 oder -2 reduziere. Eine weitere Möglichkeit zum Akkusparen zeige ich später noch. Wer gerne sehen möchte, wie die Bilder später aussehen, sollte darauf achten, dass die Vorschau für die Belichtung und den Weißabgleich aktiviert ist. Außerdem kann man dann auch die Unterschiede bei den Filmsimulationen besser sehen. Was ebenfalls immer aktiviert wird, ist die Wasserwaage in 2D sowie die Rahmenhilfe. Entweder mit dem 9er oder mit dem 24er Raster. Das erleichtert die Ausrichtung der Kamera und die Platzierung der Motive. Also manchmal zumindest. Damit diese Einstellungen dann aber auch auf dem Display oder im Sucher sichtbar sind, gilt es noch ein paar Häkchen in den Display-Einstellungen zu setzen, wie beispielsweise die Rahmenhilfe. Was ich mir ebenfalls noch einblenden lasse, ist das Histogramm und hin und wieder den Glanzlichtalarm. Immer dann, wenn ich auf keinen Fall überbelichten möchte. Wer die Belichtungsanzeige lieber als Zahl anstatt einer Skala haben möchte, kann das hier ebenfalls umstellen. Ist aus meiner Sicht ganz praktisch, da die Skala nur von -2 bis +2 geht und die Einstellung Zahl von -5 bis +5. Wie man sieht, gibt es in diesem Menü aber auch noch jede Menge anderer Infos, die man sich einblenden lassen kann oder auch nicht. Solange man dann auch noch das Motiv sieht. In den Display-Einstellungen kann man aber auch noch viele andere Dinge anpassen, wie beispielsweise Schriftgröße im Sucher sowie LCD. Oder auch beispielsweise den Kontrast der eingeblendeten Menüs samt sonstigen Infos. Wer diese nervigen Fokuspunkte nicht auf dem Display haben möchte, wenn er den Joystick hin und her bewegt, kann das in den Tastenrad-Einstellungen ändern. Das Ganze lässt sich bei den Fokushebel-Einstellungen ändern. Dort stellt man bei Drücken Fokusbereich bearbeiten ein und bei Neigen direkt AF-Punktauswahl. So kann man beim Fokussieren den AF-Punkt mit dem Joystick bewegen, ohne dass die Fokuspunkte eingeblendet werden. Die Fokuspunkte werden erst sichtbar, wenn man den Joystick drückt, wo man dann auch gleich die Größe des AF-Punktes ändern kann. Was man ja mit dem hinteren Einstellrad machen kann. Durch Drücken der Display-Taste kann man den Fokuspunkt dann auch wieder in die Mitte zurücksetzen. Bei den Tastenradeinstellungen auf Seite 2 gibt es für mich noch eine weitere sehr wichtige Einstellung, nämlich das Aufnehmen ohne Karte. Unsinnigerweise ist diese Funktion standardmäßig eingeschalten. Sprich, man kann munter Fotos machen und merkt nicht, dass gar keine SD-Karte drin ist. Was mir natürlich auch schon passiert ist. Im Einrichtungsmenü Power Management aktiviere ich grundsätzlich auf allen Fujis bei Leistung den sogenannten Verstärk- bzw. Boost-Modus. Das kostet zwar etwas mehr Akku, aber dafür reagiert die Kamera und vor allem der Autofokus schneller. Standardmäßig ist die kleine Fuji für die Aufnahme von JPEGs eingestellt, was wahrscheinlich mit den ganzen Influencern zu tun hat, die noch nie eine Fuji hatten. Ich für meinen Teil fotografiere aber grundsätzlich in JPEG und RAW bzw. laut Menü in Fine und RAW. Auf YouTube gibt es auch jede Menge Videos, die den Unterschied erklären. Damit die RAW-Dateien aber nicht so viel Speicherplatz in Anspruch nehmen, nutze ich die verlustfreie Kompression. So spart man sich schon mal mindestens 20 MB pro Datei.
Auf Seite 2 ändere ich noch die Einstellung für den Dynamikbereich auf Auto. So wechselt die Kamera je nach Belichtung zwischen DR100 und DR200 automatisch. Bei DR200 startet der ISO dann aber auch erst bei 250. Das einzige, was ich jetzt noch für meine Standardeinstellungen anpasse, ist die Rauschreduzierung bei hohen ISO-Werten. Glücklicherweise lässt sich diese mit der Einstellung -4 fast komplett deaktivieren. Die kann nämlich manchmal gerade bei JPEGs ziemlich bescheiden aussehen. Das war's jetzt aber auch schon mit meinen Standardeinstellungen im IQ-Menü. Wer gerne wissen möchte, wie man JPEG-Rezepte wie beispielsweise den Kodak Portra oder ähnliche auf der Kamera anlegt, kann sich dazu gerne eines meiner anderen Videos noch anschauen. Alle Einstellungen, die ich jetzt hier in diesen Menüs mache, kann ich auch als Custom Setting abspeichern. Dazu gibt es auf den meisten Fujis 7 Speicherplätze, was extrem praktisch ist, denn erstens muss man nicht jedes Mal wieder alles einstellen, zweitens kann ich einen Namen dafür vergeben und drittens lassen sich diese schnell und einfach über die Q-Taste aufrufen und auswählen. Auch das habe ich schon in dem einen oder anderen Video ausführlich erklärt. Nach den IQ-Einstellungen kommen die AF-MF-Einstellungen. Und auch diese werden dann in den Custom Settings mitgespeichert. Den AF-Modus habe ich an jeder Fuji auf All bzw. alle eingestellt. So kann ich jederzeit durch Drücken des Joysticks durch die verschiedenen AF-Modi wechseln, je nach Bedarf. Auf Seite 2 lässt sich noch die Anzahl der Fokuspunkte auswählen. Mit 117 ist man zwar beim Bewegen des AF-Feldes etwas schneller, aber mir sind die 425 Fokuspunkte lieber, da man den Fokuspunkt dann noch genauer setzen kann. Da ich des Öfteren auch manuell fokussiere, habe ich an all meinen Fujis auch den MF-Assistenten aktiviert. Und damit ich sehen kann, was im Bild scharf ist, habe ich noch das Focus Peaking in Rot aktiviert. Den AFC bzw. kontinuierlichen Fokus nutze ich recht selten. Standardmäßig ist dieser bei der Prio aber auf Auslösen eingestellt. Was durchaus Sinn machen kann, weil die Fuji sonst manchmal nicht auslöst, aber ganz und gar keine Garantie für scharfe Bilder ist. Aus diesem Grund ändere ich bei Prio Auslösen Fokus die Einstellung, bei AFC auf Fokus. Der Touchscreen-Modus ist bei mir grundsätzlich deaktiviert. Ich bin absolut kein Fan von Touchscreen-Fotografie, aber das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Bei den Aufnahmeeinstellungen ändere ich meistens nur 2 Dinge. Zum einen den Auslösertyp, denn der ist standardmäßig auf den mechanischen Verschluss eingestellt. Wer gerne offenblendig fotografiert, insbesondere bei sehr hellen Lichtverhältnissen, sollte auf mechanisch und elektronisch umstellen. Der mechanische Verschluss liefert bei Offenblende f2 nämlich nur eine 2000 Sekunde. Und das reicht oftmals nicht aus. Außerdem möchte man ja auch nicht immer den ND-Filter dazu schalten. Jetzt kommt noch mein zweiter Akkuspartipp. Ganz unten auf Seite 2 gibt es den IS-Modus. Der IS-Modus ist für die Bildstabilisierung verantwortlich. Standardmäßig ist dieser auf dauerhaft eingestellt, was natürlich jede Menge Akku kostet, wenn das Bild bei eingeschalteter Kamera ständig stabilisiert wird. Aus diesem Grund ändere ich das bei all meinen Fujis immer nur auf Aufnahme. Und wer noch mehr Akku sparen möchte, schaltet die Kamera nach Gebrauch immer wieder aus, aber ein zweiter Akku ist dennoch generell von Vorteil. Als letztes jetzt noch ein Wort zu den automatischen ISO-Einstellungen. Auch die sind super praktisch, wenn man nicht ständig über irgendwelche Einstellungen nachdenken und sich aufs Fotografieren konzentrieren möchte. Standardmäßig ist Auto ISO 1 mit der maximalen Empfindlichkeit auf ISO 800 begrenzt. An meinen Fujis ändere ich das immer auf 3200. Denn ansonsten geht bei schlechten Lichtverhältnissen die Verschlusszeit nach unten bzw. wird entsprechend verlängert und dann kommen die unscharfen Bilder. Wer möchte, kann auch noch eine Minimumverschlusszeit definieren oder den Max-ISO auch noch höher setzen. Höher als 6400 würde ich aber nicht gehen, da sonst das Rauschen zu stark zunimmt. Es sei denn, man ist nachts unterwegs und benötigt die höhere Empfindlichkeit.
Das war jetzt mal mein verändertes Setup der X106 und meine Standardeinstellungen. Gerne könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr so verändert habt oder auch wenn ihr noch Fragen habt. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.